Das Intro ist eigentlich so entstanden, dass das erste, was ich hatte, ist der letzte Teil des ganzen Intro-Part war. Also der eigentlich so ein bisschen gerade gespielt ist oder so ungefähr im Takt ist. Weil der ganze erste Teil ist alles so ein bisschen nach Gefühl entstanden. Und vor diesem Teil habe ich dann immer noch einen Teil dazu angefügt. Ja, ich habe es auch zum Aufnehmen einen sehr spannenden Prozess gefunden. Wir machen etwas, was man nicht oft macht. Nämlich, wir haben grosse Teile im Song, namentlich das Intro und das Outro, die ohne Metronom eingespielt worden sind, wo wirklich das Keyboard leitet vor. Und du musst extrem gut hören, du musst eigentlich wie das ganze Feeling von der Aufnahme lernen und übernehmen und dann genau so spielen, damit ich finde aber, was dafür rausgeht, es tönt extrem echt, es tönt so wie Leute, die miteinander zusammen spielen. Es gibt eben ein ungeplantes Feeling, es ist Leute, die aufeinander eingehen, wie der Vibe ist dafür da. Bei Rain of Tears haben wir den ganzen Schluss eingesetzt. Der war ja mal ganz anders. Richtig. So ein A Cappella-Teil. Und den Part haben wir damals noch mit einem anderen Bassist noch gehabt. Und genau, dort haben wir auch. Es ist ein Song, der sehr viele Versionen auch durchgemacht hat und sich tatsächlich immer noch verändert. Jetzt auch wieder, wie man live gewisse Sachen umsetzen. Aber das ist ja schon okay. Ich finde, das ist einfach so ein Song, der das braucht. Genau. Ein kleiner Wink an die Gitarre da hinten. Beim Rain of Tears war es eigentlich noch schwierig, um die Regensamples aufzunehmen. Das Problem war immer, das Equipment ist immer nass geworden und ist reihenweise ausgestiegen. Nach dem 5. Mal haben wir es dann etwa geschafft, um wirklich das Regensample aufzunehmen, sogar mit Donner. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe nur einen Scheiß erzählt. I'm in charge, I am free, and I've seen it all. Dort kommt es mega auf Kooperation drauf an, aufeinander achten, rauszuhören. Und dann musst du eigentlich, da geht es wirklich ums Fühlen miteinander, dass man dort am richtigen Punkt zusammen anfangen und das Intro auch schön gleichmäßig durchziehen. Das war auch eine rechte Challenge dort. Klassische Gitarristenkrankheit ist, wenn du anfängst Songs zu schreiben, dass du einfach einen Song schreibst, dann merkst du, oh mein Gott, das ist ja alles nur Gitarre. Es hat gar keinen Platz mehr für irgendjemand anderes. Und das lernst du eigentlich auch erst, wenn du Leute hast in der Band, wo du kannst vertrauen, die Parts zu füllen, die du nicht spielst. Und du hast es mega bereichert. Es ist für mich auch mega Songwriting-mäßig alle Türen aufgegangen. So, wow, jetzt können wir einen Teil machen, der das Piano hat und wir können Streicher haben. Der Name wird bei diesem Lied relativ ernst genommen, was das Musikalische angeht, weil es ist am Anfang so ein Einplätschern, der Regen, das Klimpern vom Klavier übernimmt nachher das nach, der Regen, und nachher kommt der Sturm, wenn alle Instrumente dazukommen. Und ganz am Schluss ist es eigentlich wieder wie so ein Ausplätschern vom gesamten Song. Also er hat schon ein kleines Happy End, finde ich. Es kommt ja so nach dem Sturm-Mittelteil kommt ja dann «After the storm arise anew», oder? Nach dem Sturm merkt man so, ja eigentlich egal was jetzt passiert, auch wenn es nicht super rauskommt, man ist bereit jetzt für das. It's what I get from all those years.